Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute mache ich mal wieder einen Ausflug in die schwäbische Küche, denn für Weihnachten habe ich schon die Klöße zubereitet und bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein paar Schupfnudeln gemacht. Zunächst gare ich das Sauerkraut. Da es schneller geht und Energie spart, nehme ich dazu den Schnellkochtopf. Statt einer Stunde verkürzt sich die reine Garzeit mit dem Schnellkochtopf auf 1 Minute. Ich habe das Kraut mit etwas Wasser in den Topf gegeben und aufgesetzt. Der Deckel kommt drauf, wird festgezogen und das Thermostat auf dem Deckel auf Stufe 2 gestellt. Nun warte ich ab, bis der Topfinhalt anfängt zu kochen und sich so viel Druck aufbaut, dass der Schließmechanismus einsetzt und kein Dampf mehr entweicht. Das geschieht jetzt. Jetzt ist der Topf ganz dicht und es kann sich im Topfinnern der Druck aufbauen, der eine Temperatur von ungefähr 117 Grad Celsius ermöglicht, wodurch das schnellere Garen des Kochgutes erreicht wird. Die Hitzezufuhr bleibt derzeit noch unverändert. Ich warte ab, bis das Entlastungsventil hochkommt und Stufe 2 anzeigt. Das geht je nach Hitzezufuhr mehr oder weniger schnell und sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Jetzt könnt ihr hier sehen, dass das Entlastungsventil auf Stufe 2 steht. Jetzt drehe ich die Hitzezufuhr auf die geringste Stufe zurück und lasse das Kraut 1 Minute garen. Nach der 1 Minute stelle ich die Hitze komplett ab. Da sich der Topf nur öffnen lässt, wenn er nicht mehr unter Druck steht, lasse ich ihn einfach stehen, bis er so weit abgekühlt ist, dass sich der Druck im Topfinnern abgebaut hat, was man daran erkennen kann, dass die Markierungsringe des Entlastungsventils nicht mehr zu sehen sind. Man kann auch das Ventil öffnen und eine Schnellentlüftung durchführen, aber das mache ich nie, da sich zum einen nicht alle Speisen dafür eignen, es ist mir aber vor allem zu stressig, denn man darf das Ventil nicht zu weit öffnen und muss mit dem austretenden Dampf sehr aufpassen. Also einfach stehen lassen und der Physik ihren Lauf lassen. Da das Kraut bei knapp 120 Grad gegart wurde, braucht man auch keine Angst haben, dass es schnell kalt wird. Hier schneide ich 2 Zwiebeln in Scheiben, also quer zur Wuchsrichtung. Etwas Öl wird in eine heiße Pfanne gegeben und die Zwiebeln darin angebraten, bis sie schön braun sind. Dann werden 2 Portionen Sauerkraut dazugegeben und mit den Zwiebeln vermengt. Alles schmeckt ein bisschen besser mit Speck, deswegen brate ich hier durchwachsenen geräucherten Speck an und des Weiteren habe ich ein paar Schupfnudeln in eine Pfanne mit Fett gegeben und lasse sie ebenfalls anbraten. Sobald sie appetitlich braun sind, wird das Kraut dazugegeben. Oder die Schupfnudeln werden zum Kraut gegeben, je nachdem, was gerade praktischer ist. Ich wollte die Schupfnudeln lieber in der dunklen Pfanne zeigen. Als krönenden Abschluss gebe ich den Speck oben auf. Wer das Essen auf rustikale Art servieren möchte, der richtet es in einer Eisenpfanne auf einem Holzbrettchen an. Ich habe aber 2 Portionen zubereitet, weswegen ich doch lieber klassisch auf dem Teller servieren wollte. Da ich beim Anbraten von Kraut und Schupfnudeln nur sehr wenig Öl verwendet habe, hatte ich begründete Angst, dass das Essen etwas zu trocken sein würde. Deswegen habe ich schnell noch etwas braune Butter ausgelassen, die ich zum Abschluss auf das Essen gegeben habe. Natürlich könnte man das auch bei Tisch machen. Die Schupfnudeln passen hervorragend zu der Säure des Krautes und die Aromen des krossen Specks machen das Zusammenspiel der weichen, fast schon cremigen Schupfnudeln zu einer runden Sache. Ich hoffe, ihr probiert dieses Essen einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr unten in der Beschreibung. Ebenso ein Link für das Video, in dem ich zeige, wie man die Schupfnudeln macht. Viel Spaß beim Kochen und wie immer, guten Appetit!